Hiermit wollen wir uns erinnern an den russischen Widerstand, auch gegen Steinkohle. Dort wird die Steinkohle abgebaut und deshalb sind wir heute hier. Wir sind gerade am Steinkohlekraftwerk Datteln 4 und blockieren hier die Infrastruktur, um zu verhindern, dass das Kraftwerk ans Netz gehen wird. Ab Sommer 2020 soll das Kraftwerk im Ruhrgebiet Steinkohle verfeuern. In ganz Deutschland heizen bereits rund 60 Steinkohlekraftwerke die Klimakrise an. Datteln 4 steht für eine verfehlte Energie- und Klimapolitik, gegen die Menschen protestieren. Power to the people. 'Cause the people got the power. 'Cause the people got the power. Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Getting stronger by the hour. Getting stronger by the hour. Wir werden den heutigen Tag das Kraftwerksgelände hier besetzt halten und dann gesammelt wieder gehen. And we need to start right now. Make it greener, make it cleaner, make it fast, make it last and do it now, now, now. We need to build a better future and we need to start right now. We need to build a better future and we need to start right now. Seit heute Morgen besetzen 150 Klimaaktivistinnen von Ende Gelände, von Decolonize, von Fridays for Future und aus dem Hambacher Wald gemeinsam das Kohlekraftwerk Datteln 4. Wir können nicht dulden, dass ein neues Steinkohlekraftwerk im Jahr 2020 ans Netz geht. Die Klimakrise, sie ist bereits grausame Realität und ungebremst rasen wir auf eine Welt 4 bis 6 Grad heißer zu. Der Bundestag berät im Frühjahr 2020 über ein Gesetz für den Kohleausstieg. Nach dem Willen der Regierung soll in Deutschland noch bis 2038 Braunkohle und bis 2033 Steinkohle verfeuert werden. Die Steinkohle in Deutschland abzubauen, lohnt sich wegen Umwelt- und Arbeitsstandards nicht. Stattdessen importieren die Kohlekonzerne insgesamt 51 Millionen Tonnen aus Russland, den USA, Kolumbien und anderen Ländern. Auch die Kohle für Datteln 4 kommt aus Regionen in Sibirien und dem Norden Kolumbiens. Jede importierte Tonne steht dafür, dass in diesen Regionen Menschen zwangsumgesiedelt wurden und die Umwelt zerstört wurde. Jede Tonne verfeuerter Kohle heizt die Klimakrise an und gefährdet unser aller Zukunft. Jedes Gramm steht für eine massive globale Ungerechtigkeit. Die AktivistInnen fordern deshalb den sofortigen Kohleausstieg als ersten Schritt Richtung Klimagerechtigkeit. What do we want? And when do we want it? Now! What do we want? And when do we want it? Now! I am working in environmental organization Ecodefense in Russia, and we work in Kuzbas too. People who live in Kuzbas live in very, very bad conditions. Coal mining destroyed not only nature but the health of population. They destroy landscape, they cut the forest, they destroy villages and other ways. It's very, very big local cost. Auch im Norden Kolumbiens zeigen sich die wahren Kosten der Kohle. Rocio ist eine Gemeinde in der Region La Guajira mit dem Megatagebau Cerrejón. Die afro-kolumbianischen Gemeinden und indigenen Wayuu verteidigen zurzeit den Fluss Arroyo Bruno gegen den Kohlekonzern. Wie Libardo Sierra beschreibt, ist Wasser in der ariden Region lebenswichtig.
Buenas tardes, mi nombre es Leobardo Sierra, soy la autoridad de la comunidad del Rocío. Hoy quiero dejar un mensaje claro de lo que éramos y lo que somos. Antiguamente éramos pobres para muchas personas en el mundo, ricos para nosotros en entornos de la cultura y la familia. Nos sobraba cualquier cosa, éramos una sola familia. Cuando vino la llegada de la empresa extractora de carbón, nos dividió y en verdad ahí sí nos volvió pobres. Territorio no tenemos donde pescar ni cazar como lo hacíamos. Los sitios de pastoreo que se utilizaban antiguamente, hoy en día son concesiones de la empresa, donde ha hecho unos tajos gigantescos y que solo quedan huecos. Und dieser Kolonialismus, der muss endlich ein Ende haben. Dass wir hier im Norden auf Kosten der Menschen in den Ländern des globalen Südens und auf Kosten der indigenen Bevölkerung leben. Und deswegen fordern wir ganz klar einen sofortigen Stopp von Import von Blutkohle. Mit dem Abbau, Handel und der Verstromung von Kohle machen Konzerne riesige Profite. In Europa setzen sich Menschen seit Jahren dafür ein, dass die Konzerne in Rechenschaft gezogen werden, auf Kosten von Menschen und Natur zu wirtschaften. Wir haben in den letzten Jahren sehr stark zum Thema Kohle-Divestment gearbeitet. Wir haben ein Projekt begonnen, das nennt sich Global Coal Exit List. Wenn man auf coalexit.org geht im Netz, dann findet man dort eben diese Datenbank und kann dann einfach einen Unternehmensnamen eingeben, wo man sich vielleicht nicht sicher ist, ist das eigentlich ein relevanter Kohleplayer, ja oder nein. Und dann bekommt man eben aufgelistet, ob sie da drauf sind oder nicht und auch aufgrund welcher Kriterien sie irgendwie dort gelistet sind. Ich glaube, dass es uns damit gelungen ist, viele Kohleunternehmen so ein bisschen aus der Dunkelheit ins Licht zu ziehen und sie dadurch unter Druck zu setzen, weil jetzt eben auch der Finanzsektor genauso wie die Aktivistinnen genauer sehen, wer eigentlich dazugehört. Der sogenannte Kohleausstieg, den die Bundesregierung gerade vorschlägt, ist ein absoluter Witz, weil nicht nur die Dörfer im Rheinland noch abgerissen werden sollen, sondern auch Datteln 4 als neues Kohlekraftwerk im Jahr 2020 ans Netz gehen soll. Und wir demonstrieren hier für Klimagerechtigkeit. Klimagerechtigkeit. Dieses Ziel bewegt seit einigen Jahren immer mehr Menschen in Deutschland. Tausende AktivistInnen blockieren bei Aktionen von Ende Gelände Braunkohleinfrastruktur. Sie lenken den Blick der Welt auf die zerstörerischen Tagebaue in den deutschen Braunkohlerevieren. In fast jeder deutschen Stadt streiken Fridays for Future SchülerInnen für ihre Zukunft. Und auch gegen den Steinkohleimport werden immer mehr Menschen aktiv, wie 2019 im Hamburger Hafen, mit Kajaks im Ruhrgebiet oder bei einer Blockade des größten deutschen Kraftwerks in Mannheim. Und trotzdem wagt es die Bundesregierung, so einen Gesetzesvorschlag zu machen, der einfach unsere Zukunft hoffnungslos aussehen lässt. Und neben den Dörfern im Rheinland wird Datteln 4 auf jeden Fall einer der Hotspots der Klimabewegung im Jahr 2020. Wir werden nicht zulassen, dass dieses Kraftwerk ans Netz geht. Das war so klar. Ey Leute, ich glaube, da hinten ist die Mahnwache, oder? Wo dieser Pavillon steht. Demonstrationen, Petitionen, Mahnwachen, Blockaden und Besetzungen. Der Protest der Klimagerechtigkeitsbewegung ist vielfältig. Die Aktion gegen Datteln 4 ist ziviler Ungehorsam. Die 150 Personen haben sich entschieden, mit ihren Körpern die zerstörerische Infrastruktur zu blockieren. Die Klimakrise ist ein so drängendes Problem, dass sie damit auf das große Unrecht der Kohleverbrennung hinweisen.
In der Geschichte erkämpften Menschen mit zivilem Ungehorsam wichtige Rechte und Veränderungen. Den AktivistInnen in Datteln ist bewusst, dass die Menschen in den Abbauregionen mit ihrem Widerstand ganz andere Risiken eingehen. Maybe you know there is no big climate movement in Russia because there are no public discussion about climate change in Russia. But step by step, for example, young people know about Greta Thunberg, about Fridays for Future, and now we have, for example, in Kaliningrad, there is my hometown, home city, there is a small young group, Fridays for Future, and they do something. Environmental movement or other organization, human rights organization, feel press from the state, and now there is very hard time for civil society in Russia. Es ist nicht kriminell, im Angesichts der Klimakrise für Klimaschutz, für Klimagerechtigkeit einzustellen. Kriminell ist es, unsere Zukunft zu verfeuern für kurzfristige Profite großer Konzerne. RWE, Uniper, Vattenfall, Engie, Fortum, alle haben sich hinter Better Coal versteckt, wo man gesagt hat, damit schaffen wir bessere Standards und eine bessere Situation in den Kohleabbaugebieten. Die wollen ja gar nicht irgendwelche Unternehmen blacklisten, weil sie wollen ja von denen weiter Kohle beziehen. Eine weitere Region, aus der diese Kohle bezogen wird, ist Cesar, ebenfalls im Norden Kolumbiens. In Cesar werden viele Menschen durch Paramilitärs ermordet und um ihre Landrechte gebracht. Die Bergbaumultis Drummond, Glencore und Columbia Natural Mining vertreiben die Menschen, um mehr Kohle für den Export abbauen zu können. Die Aktivistin Narlis Guzman kämpft mit ihrer Gemeinde in La Sierra seit Jahren für ihre Rechte. Von ihrem Protest und Forderungen berichtete sie auf einem Klimacamp in Deutschland. Auf Klimacamps kommen klimabewegte Menschen jeden Sommer zusammen, um Alternativen zu leben und sich über eine Postwachstumsgesellschaft auszutauschen. Bueno, sí, yo vine del centro del Cesar, del corredor minero, y pues lo que quiero contar aquí en Alemania es que no nos miren con pesar, que no nos miren con lástima, sino que tomemos nuestras manos y nos las entrelacemos y que miremos que este problema solamente no es de los colombianos, sino de todo un planeta entero. Y que no digamos tantas palabras bonitas, sino que generemos acciones para buscar unas posibles soluciones a todo este conflicto que nos atañe a todos. Und wir fordern deutlich Energie ohne Dreck, rote Karte für die Kohle, der Schwarzbau muss weg. Que sí, porque el 95% del carbón que se extrae en Colombia, su gran mayoría llega a Alemania, otra parte a los Estados Unidos y a otros países, pero en mi país no queda ninguna parte. O sea, estoy preocupada por saber qué responsabilidad social tiene Alemania con mi país, porque las afectaciones que hay en mi país son demasiadas. Y sí estoy interesada en saber cuál es la responsabilidad social que tiene Alemania ante esta situación. Bueno, también quiero decirle que la minería, donde quiera llega, hace daño y destruye. Que la minería genera afectaciones sociales, que genera afectaciones ambientales, afectaciones políticas y económicas. Y que la minería, que cuando la minería llega a un sitio lo destruye. Que en mi país los socavones son tan impresionantes que no se alcanzan a ver la profundidad.
gibt deshalb in Deutschland eine sehr starke Kampagne aktuell für ein Lieferkettengesetz. Und ich glaube, dass es ein solches Lieferkettengesetz braucht, damit eben auch nicht die Unternehmen belohnt werden, die am wenigsten für das Thema Unternehmensverantwortung tun, denn so ist es aktuell. Wir sind jetzt seit 3 Stunden hier auf dem Portalkratzer des Kohlekraftwerks Datteln 4. Es regnet, wir sind alle nass, aber wir bleiben trotzdem hier und singen ganz viel, essen und haben gute Laune. Die Stimmung ist super. Pressekonferenz zur Besetzung von Datteln 4. Wir sind heute hier, weil wir gemeinsam mit Ende Gelände und Decolonize Europe ein Zeichen gegen die Kohle hier in Deutschland setzen wollen. Eco-Defense warns open pit coal mining leads to catastrophic situation in the Kuzbass. Kurzfristige kapitalistische Profitinteressen großer Konzerne dürfen nicht länger wichtiger sein als das Leben von Menschen. Insbesondere das Leben von Menschen in den Ländern des globalen Südens und der indigenen Bevölkerung. Buying Russian coal, the extraction on which leads to the destruction of people's health and environment is immoral. Datteln 4 ist in der Hand des Kohlekonzerns Uniper. Uniper wiederum gehört dem Konzern Fortum. Und Fortum ist in der Hand der finnischen Regierung. Und wir bitten heute die finnische Bevölkerung, steht an unserer Seite, macht Druck auf eure Regierung, damit auch diese versucht, Datteln 4 zu verhindern. Unser Protest heute ist erst der Beginn. Die Verzweiflung, mit der wir die Klimakrise spüren, die gibt uns großen Mut, uns mit den Regierungen und uns mit den Kohlekonzernen anzulegen. Der Widerstand, der hat gerade erst begonnen. Wir werden wiederkommen. Danke. Okay, okay. Vielen Dank. Solidarität und ein Ende mit dem Krieg, das Mindeste ist doch wohl der Kohle. Und nochmal. Wir sind voller Wut und wir bekämpfen das System und fordern offene Grenzen. Solidarität und ein Ende mit dem Krieg, das Mindeste ist doch wohl der Kohle. Wir sind voller Wut und wir bekämpfen das System und fordern offene Grenzen. Solidarität und ein Ende mit dem Krieg, das Mindeste ist doch wohl der Kohle. Wir reden ja aktuell insbesondere in Deutschland mit der Kohlekommission. Wir reden jetzt darüber, wie steigen wir aus der Kohle aus und wer hat eigentlich wie viel zu bekommen. Wenn deutsche Kraftwerksbetreiber jetzt tatsächlich Entschädigungen verlangen für ihre Kohlekraftwerke, ohne auch nur ein einziges Wort darüber zu verlieren, wie viele Jahre sie eigentlich schon auf Kosten anderer Strom erzeugt haben mit ihren Anlagen, stimmt da irgendwas nicht. Ne? Dann haben wir da tatsächlich irgendwie einen bestimmten Punkt einfach völlig unterbelichtet in der Diskussion. Bei den Entschädigungsregelungen des Kohleausstiegsgesetzes wurden die Konzerne gehört und nicht die Stimmen der Menschen aus den Abbauregionen der Steinkohle und die der Menschen im globalen Süden, die schon heute die Auswirkungen der Klimakrise tragen. Así que la deuda que tiene Alemania con nosotros es muy grande y yo, Narli Guzmán, le exijo a Alemania que se ponga la mano en el corazón y repare un poquito todas sus afectaciones que ha generado en mi territorio. Que sigan en su lucha,
pero que también nos apoyen y que logren convencer a esas empresas que compran carbón a que cambien su forma de ser, que sea otra forma de producir energía para su desarrollo. Tenemos la problemática. Hombre, el problema es de todo un planeta. Generemos soluciones, generemos soluciones. Es difícil que una sola persona lo logre, porque una sola golondrina no hace verano. Pero somos ya varios países los que conocemos esta problemática, entonces busquemos alternativas de soluciones y no nos desgastemos más en estas palabras bonitas que a la hora del té se las lleva el viento. Wir können uns leider nicht darauf verlassen, dass die Politik uns vor der Klimakrise rettet oder dass Kohlekonzerne plötzlich Einsicht gewinnen. Und deswegen ist es so wichtig, dass jetzt ganz viele Menschen aufstehen, aktiv werden, protestieren. Alle müssen jetzt wieder zusammenkommen und gemeinsam werden wir gegen Datteln 4 kämpfen, so wie wir für den Humvee kämpfen. Wenn wir gemeinsam agieren, wenn wir zusammenhalten, dann können wir es schaffen, die Klimakrise aufzuhalten und eine andere solidarische Weltgemeinschaft aufzubauen. Les mando a decir que paren, porque si no hay quien lo compre, tampoco va a haber quien lo saque. Entonces, que no compren más carbón.